Willkommen zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal etwas anderes. Wir schauen uns einen der emotionalsten Momente der gesamten Supertalent-Geschichte an. Einen Moment, den viele gar nicht kennen und der selbst Dieter Bohlen sichtbar gebrochen hat. Es ist nämlich das einzige Mal, dass Dieter Bohlen vor laufender Kamera geweint hat. Auf die Bühne kommt jemand ganz Besonderes. Sein erster Produzent. Ein Mann, den Dieter seit 35 Jahren nicht mehr gesehen hat. Und was dann passiert, ist absolut unglaublich. Die Reaktion, die Geschichte dahinter und natürlich der Auftritt von Rainer. Das müsst ihr unbedingt sehen. Viel Spaß mit diesem Video, Daumen hoch da lassen und rein geht's. Freunde, denkt an den Weihnachts-Merch-Schlussverkauf. Alles muss raus. Meine beiden Kollektionen wirklich zum halben Preis, 50%. Bei mehr als 2 Bestellungen gibt es einen Marketing-Turnbeutel mit gratis dazu. Checkt den Link in der Beschreibung ab. Es sind nicht mehr viele Teile verfügbar. Los geht's. Ich bin Rainer. Rainer, hallo. Sprichst du Deutsch? Ja, klar. Ja, Sehe ich nicht so aus. Aber es sind ja so viele Leute. Also ich spiele Klarinette. Ich glaube, ich habe schon Klarinette gespielt, da warst du noch gar nicht geboren. Möglicherweise. Naja, und ich begrüße Dieter Bohlen gleich, weil wir kennen uns von früher. Ich war sein erster Produzent. Ehrlich? Ich heiße Rainer Felsen. Ich bin Rainer Felsen, sein allererster Produzent. 70 Jahre alt und war mal vor langer Zeit der erste Produzent von Dieter Bohlen. Da ist er rechts. Geil, hier ist Dieter, da ist er rechts. Aber ist er noch erfolgreich? Ist er noch im Business? Ist er in einem Ruhestand oder hat er finanzielle Probleme? Warum tritt er bei Supertalent auf? Das ist so eine Frage, die sich mir stellt irgendwie. Dieter kam mit seiner Gitarre zu mir ins Büro und wollte mir seine Lieder vorspielen. Der Dieter war damals ein Schmuckerbursch, kam gerade frisch vom Studium aus Göttingen und er wollte in die Musikbranche einsteigen. Und so landete er bei mir. Krass, ganz am Anfang, Freunde, wirklich frisch aus dem Studium, noch keinen Erfolg gehabt. Und er hat ihn quasi groß gemacht. Also Dieter Bohlen ist dem Rainer eine Menge zu verdanken. Was dann später rauskommt. Einer der berühmtesten Menschen Deutschlands, muss man ihm lassen, ob man ihn mag oder nicht. Und er wurde dann mit der Zeit der große Dieter Bohlen. Also wenn Dieter mich nicht wiedererkennt, dann ist er blind geworden. Also, wenn du ihm was bedeutest, dann wird er dich nicht vergessen. Vor allem, wenn du denn vor ihm stehst, er deinen Namen hört und auch dein Gesicht wiedererkennt. Also, Dieter Bohlen vergisst viele Kandidaten, weil er halt im Showgeschäft viele Menschen trifft, aber er hat ihn ja mit groß gemacht. Also, ich hoffe es, dass er ihn erkennt. Sonst wird's unangenehm. Ich fand das echt gut, dass du, sag ich mal, wirklich deine Meinung da gesagt hast, auch wenn die Leute so buhen oder so. Das fand ich echt gut. Also das wäre prima, wenn du auf der Schiene weitermachst. Nicht, ich meine, du musst es nicht einfach so machen, weil man es macht, sondern... Nee, ich mach das, wenn ich das wirklich denke. Ja. Scheiß drauf, dass da 3 Leute buhen. Ey, Rainer. Ich heiße Rainer. Ich dachte, das ist einer der... Rainer Felsen ist ja kein... Mensch, mir fehlen die Worte jetzt. Kein Name irgendwie, den man einmal hat. Deshalb dachte ich, es kommt jetzt irgendjemand, der auch Rainer Felsen heißt. Also ich bin deshalb ein bisschen durch. Er hat mich echt vor 40 Jahren entdeckt. Nein. Ja. Erster Produzent und auch noch entdeckt. Dieter muss ihm so dankbar sein, hat ihm so viel zu verdanken. Das ist verrückt. Er würde nicht da sein, wo er jetzt gerade ist, ohne ihn. Nein, wusstest du das wirklich nicht? Wusstest du das wirklich nicht? Aber sehr herzliche Geste, ja. Die haben mich alle gefragt, ob du mich noch kennst. Dann sag ich, naja, aber wir sind beide nicht jünger geworden. Geht's dir? Sehr gut. Wir waren geboren, um zu leben, mit den Wundern jener Zeit, sich niemals zu vergessen, bis in alle Ewigkeit. Wir waren geboren, um zu leben, für den einen Augenblick, bei dem jeder von uns spürte, wie wertvoll Leben ist. Wie wertvoll Leben ist. Wir waren geboren, um zu leben.
Ich erzähle dir, Frau, das mal, um dich zu sehen. Sag ich mal ein bisschen was, ne? Warte mal, das musst du. Boah, krass, da kriege ich auch fast Pipi in den Augen. Ich habe Dieter Bohlen noch nie so emotional gesehen. Und ich habe wirklich auf hunderte Folgen von ihm reagiert. Ich habe ihn noch nie so emotional gesehen. Aber verständlich. Das musst So, du jetzt Dieter heißt- entdeckt in Oldenburg, oder wie? In Klein-Oldenburg, wo Klein-Dieter... Ich hab ja damals studiert. Dieter! Das wird gut. Oh, Dieter! Also, Denn du hast mir gezeigt, wie wertvoll das Leben ist. Rainer, vielleicht magst du das erzählen. also Oh, krass. Also, ist schön, aber schöne Geste. Ich finde, man sieht ihm die Dankbarkeit an und dass ihn das auch emotional trifft und mitnimmt. Das zeigt ja auch, dass ihm das nicht irgendwie spurlos alles an ihm vorbeigeht. ich spiele Klarinette. Ich heiße Rainer Felsen. Und das ist eine Klarinette. Bei Klarinette muss ich immer an Thaddäus Tentakel denken. Ja. Und das ist ein Medley. Ich nenne das Klarinettenzauber. Und wenn Dieter alle Stücke erkennt, die ich spiele, ist es ein Medley, das dauert 2 Minuten 20 Sekunden. Das sind alles Hits. Dann gebe ich dir nachher einen aus. Ich glaube, Dieter Bohlen schuldet dir einmal ein Ausgeben. Mindestens. Okay. Aber was macht er jetzt? Ich würde so viel... Also erstmal haben wir die Story jetzt nicht erfahren. Wie kam es dazu? Was machst du jetzt? Bist du immer noch irgendwie im Business? Geht's dir gut? Warum bist du warum trittst du jetzt beim Supertalent auf? Klar, ist das so ein großes Ding. RTL, krass, Dieter Bohlen trifft seinen ersten Produzenten, aber ich will irgendwie gerade mehr erfahren. Aber tun wir vielleicht noch. Noch was. Warum mache ich das? Ich bin jetzt fast 70 oder 70 Jahre alt und es gibt eine medizinische Studie, die besagt, wenn man im Alter sich mit Musik beschäftigt, dann kann man einer potenziellen Demenz lange ausweichen. Die kann man nach hinten schieben. Und das ist sehr wertvoll für mich. Wir werden mal sehen, wie es euch gefällt und euch auch natürlich. Ne? Das wusste ich nicht.
Ich habe von Klarinette spielen keine Ahnung, Leute. Ich weiß nicht, wie anspruchsvoll es ist. Ich glaube, es ist sehr anspruchsvoll. Vor allem brauchst du hier so richtig Kraft auch. Und dann, ich wusste auch nicht, dass das so einen Jazzklang hat, ja? Scheint im Jazz-Genre doch auch, ist Klarinette wahrscheinlich auch ein großes Ding, weil ich finde, das hat mir komplett diesen Jazz-Vibe gegeben. Aber hat der geil gemacht, ja? Aber der emotionale Wert natürlich, dass er dort steht, ist natürlich jetzt auch natürlich enorm. Also ich finde, das ist für mich persönlich eine Magic Moment und auch Dieter zu sehen, dass er wirklich sehr berührt ist. Das ist etwas ganz, ganz Tolles. Ich kann nur lustig und alles Mögliche. Und so. Ja, die Geschichte ist einfach, ich habe ja damals in Göttingen studiert und habe mich damals natürlich überall beworben bei diesen großen Schallplattenfirmen, Ariola und was es damals so gab. Und überall hast du Nein gekriegt und er hatte in Hamburg einen ganz klitzekleinen Musikverlag, der hieß Pingo Music und hatte da auch schon Hits irgendwie, die dann kamen an der Nordseeküste mit Klaus und war wirklich fett im Geschäft und hat sich die Taschen voll Kohle gemacht. Geizkragen ohne Ende übrigens. Und er war wirklich so der Einzige, der hatte dann in seinem Büro und ich habe immer meine Demos verschickt und überall kam wirklich hunderte Mal Nein. Und er hat gesagt, komm doch mal vorbei und dann er hat mir dann eben diesen Mut gegeben, ja, weiterzumachen und so. Und dann haben wir uns jetzt irgendwie 35 Jahre nicht mehr gesehen. Und auf einmal steht er da, das haut einen um. Ja, okay. Witzig, Geizkragen. Okay, da haben wir die Story jetzt gehört. 35 Jahre haben die sich nicht gesehen. Das ist eine lange Zeit. Ich finde es eine ganz, ganz tolle Geschichte und Sie haben das mit so einer Leidenschaft gespielt. Also wirklich ganz toll. Wirklich sehr schön. Ich denke auch, es geht. Vor allem die Staffel ist doch 10 Jahre her. War der 35 Jahre, haben die sich nicht gesehen? Keine Ahnung, war Dieter da 60? Mit 25 hat er ihn das letzte Mal gesehen, oder was? Ja, Studium fertig. 25, 26, keine Ahnung. Aber irgendwie so in der Ecke. 35 ist viel. Zwei Sachen. Zum einen glaube ich, dieses Spiel mit der wunderbaren Klarinette, weil die Klarinette ist vielleicht vermutlich das einzige Instrument, was ja so Wehmut hat und Fröhlichkeit und leicht und alles zusammen. Und das ist einfach toll zu sehen, wenn jemand mit dem Instrument so schön umgehen kann. Und da muss ich sagen, freut mich zum Zweiten eben auch, dass sie vermutlich ein Mensch sind, der Ja sagt zu jemandem, weil es muss immer am Anfang eines Lebens jemand geben, der Ja sagt. Und wenn nie einer Ja sagt, hat man nie die Chance, dass man weiterkommt. Und ich kenne das auch ganz gut aus meinem Leben. Und deswegen finde ich das toll und freue mich umso mehr, dass ich sie kennenlernen durfte. Ich kann mich an die Kombi gar nicht erinnern also Bruce und Dieter waren ja immer drin, aber das Lena Gerke und, wie heißt er, Guido Maria Kretschmer heißt er, ne? Ja. Dass die in der Jury waren, das kannte ich gar nicht mehr in den Sinn. Ja, Rainer, ich finde es super sympathisch. Die Story ist natürlich einzigartig und ich finde es Wahnsinn, dass du überhaupt... War natürlich toll, dass er mir jetzt mal was vorspielen musste, Genau. weil sonst musste ich ihm immer was vorspielen und er Er nur... hat den Spieß umgedreht. Aber wenn du mir damals gesagt hättest, Dieter, geh nach Oldenburg und stapel Torf da, ja, wäre vielleicht mein Leben anders gelaufen. Also du warst ja wirklich der Einzige, der mir damals die Stange gehalten hat. Die Stange war zwar noch klein, aber du hast aber allerdings einen Fehler natürlich gemacht. Du hättest mich für Lebenszeit unter Vertrag nehmen müssen damals. Aber ich fand dich nett, wirklich. Ich fand dich nett und talentiert und ich habe dich dann weitervermittelt. Das stimmt. Und ich habe dem Boss auch gesagt von dem großen Verlag, nehmt ihn ein Jahr und da muss er zeigen, was er kann. Und wenn er nach einem Jahr nichts bringt, dann schmeißt ihn raus. Aber es ist aus ihm was geworden, erstaunlicherweise. Rainer, du wirst jetzt sehr überrascht sein, aber du hast ja oft auch zu mir gesagt, die Nummer war Käse, ja. Von mir kriegst du alle Ja's, die ich in meinem Herzen habe, ehrlich. Prost, du, was ist das? Ja, nein. Ja.
Maria? Ich würde Nein sagen, aber nicht, weil ich es nicht immer hören will, sondern ich glaube, das war schön, dass es einmalig war, dass wir uns hier gesehen haben. Es war so berührend und deswegen würde ich sagen, für ein ganzes Leben, aber nochmal sehen wollte ich es nicht, weil den Rest sollte man privat machen. Lena? Ich wünsche es euch beiden, dass ihr euch nochmal seht, deswegen sage ich ja. Rainer, von mir sowieso ein Ja, ist ja ganz klar. Dann bist du weiter, 3-mal Ja. Vielen Dank. Ach, der hat einen Stern, Dieter. Oh, der Stern, den musst du überreichen. Jetzt, Rainer, du kriegst noch so einen Stern hier. Ja, ach so, die krieg ich mit? Ja, einen kriegst du mit. Bist du krank oder so, wegen Demenz? Nein, aber meine Eltern sind an Demenz gestorben. Meine Zickels Mutter in jeder Aber Familie. du bist nur topfit, oder? Total topfit. Nee, dann ist ja super. Nee, aber wenn du irgendwas brauchst, ne? Du weißt ja, ruf mich an oder so. Also bleib gesund. Ja, nee, das ist wichtig. Ah, nein. Ich bin Bleib topfit, gesund. du aber auch. Ja. Ne? Ja, ich bin fit. Weißt du, bist Mach ja dir fit. keine Sorgen. Tschüss, Rainer. Alles Tschüss. Gute. Ja, ja. Ja, ich bin fit, ja. Tschüss, Rainer. Süße Begegnung. Haben die sehr stark eingefädelt, dass dass Rainer das auch als 70-jähriger Mann natürlich mitmacht. Okay, trete mal mit deiner Klarinette beim Supertalent und so. Dass er das dann natürlich auch mitgemacht hat. Und dann kam das natürlich zustande, dass man eine TV-Show hat, wo Talente sind, plus diese Begegnung ist natürlich doppelt emotional dann, ja. Sehr schöner Auftritt, ja. Ja, und dann kam der irgendwie und ich hatte voll den Vollblackout. Wenn man jemanden eben 30 Jahre nicht auf dem Schirm hat, ich habe gedacht, so, das kann nicht sein. Was mich geärgert hat, ist, dass ich mich nicht so unter Kontrolle hatte, dass mir da so eine Träne rausgekullert ist. Das ist mir noch nie passiert. Und ich bin ja eigentlich, dass hier Indianer weinen nicht. Ja, wollte ich gerade sagen, dass man Dieter emotional sieht, ist natürlich überhaupt nicht schlimm. Er sagt, das ärgert ihn, ist natürlich totaler Bullshit. Jeder Mensch kann mal Emotionen zeigen, aber man merkt, dass er halt immer so, ja, er will halt Härte nach außen hin zeigen, ne? Und manche Situationen sind halt so emotional, da kann man sich manchmal nicht kontrollieren. Ich musste auch beim Zugucken, habe ich auch gemerkt, dass ich ein bisschen emotional werde und Pipi in die Augen bekomme. Muss mich hier aber natürlich auch zusammenreißen. Ja, wie ist das für dich denn jetzt zu sehen, dass du den überhaupt erkannt hast? Also 35 Jahre hast du Ich dachte, gemacht. Rainer Felden, da dachte ich, das kann ich, also ich dachte, so können ja auch andere heißen, ne? Ja, klar. Ja, er hat den Namen gesehen und sich schon beim Namen Gedanken gemacht, okay, vielleicht ist er das, aber wahrscheinlich jemand anders. Und wenn dann noch das Gesicht natürlich ein bisschen passt, dann kann man natürlich 1 und 1 zusammenzählen, ne? Es gibt so ein paar Namen im Leben, die wirst du auch nicht vergessen. Das sind einfach mit Vor- und Nachnamen, weißt du den ganzen Namen und die gehen dir nicht aus dem Kopf. Die sind tief eingespeichert. Sehr witzig. Ja, klar erkennst du den. Ich meine, das war für mich ja ganz wichtig damals. So, Ja. Ich saß ja wochenlang bei dem im Büro darum. Kann sie was für mich machen? Kann sie was für mich machen? Bitte. Ja, genau, bitte, bitte. Wie berührend das ist, wenn jemand kommt, den man so aus Diese Jahren... lange Zeit, ne? Also als ich den das letzte Mal gesehen habe, war der jünger eben als du, ne? Das gibt's ja nicht. So, und jetzt ist er 70, ne? So, ich meine, so 35 Jahre, du, das ist eine Zeit, du. 35 Jahre. Hatte ich auch so einen das- Mentor, ganz nett. Ganz süß war das. Das ist brutal, immer genau so siehst, wie die Leute dann so, die Zeit geht an keinem vorüber. Ja! Ja, weiter jetzt hier, Mensch. Ja, eben. Ich hab da doch geluckert, da stand eine ganz hübsche Frau, genau meine Schiene. Sehr hübsche Frau. Jetzt mein Image voll im Arsch. So ein hübsches Mädchen. Dieter! Wow. Wie gut, dass er sich hat die Waden tätowieren lassen. So schön. Ein wirklich schön tätowiertes Mädchen. Ja, Freunde, das war's mit dieser sehr, sehr besonderen Folge. Ganze Folgen Supertalent seht ihr natürlich auf RTL Plus, beziehungsweise hier auch auf dem Supertalent YouTube-Kanal. Das war's. Hier könnt ihr mich abonnieren. Hier ist mein Spotify. Hier sind 2 andere coole Videos. Schaltet euch gerne durch. Denkt an den Merch-Drop. Link in der Beschreibung. Und dann bleibt gesund und munter. Bis morgen zu einem neuen Video. Ciao, ciao.